Guten Morgen aus Lübeck. Ich habe mir gerade meine Startunterlagen abgeholt für den Halbmarathon beim diesjährigen Stadtwerke Lübeck Marathon. Mein letzter Lauf in diesem Jahr. Ich hoffe auf eine Bestzeit. Bevor das losgeht, brauche ich aber erstmal dringend eine Toilette. So, also mein Lauf beginnt da hier erst in einer Stunde. Was jetzt gerade angefangen ist oder hat, war der Marathon. Pünktlich um 9:30 Uhr. Ich weiß nicht wie viele, aber es waren sehr viele Menschen dabei. Toilettensituation ist hier eingeschränkt, sage ich mal. Wer es noch nicht weiß, Wismar ist übrigens Partnerstadt von Lübeck. Das heißt, ich sollte so einen kleinen Bonus hier haben. Im besten Fall. Wollte ich sagen, hier ist dunkel. Ja, wie gesagt, ich habe halt noch eine Stunde. Ich werde mich jetzt nicht sofort warm machen, weil dann muss ich ja alle meine Klamotten ausziehen. Also diese und nur mit Sportzeug rumrennen. Und irgendwie haben wir es gerade 3 Grad. Das ist mir ein bisschen zu kalt. Ein bisschen zu kalt. Deswegen werde ich mich erst kurz vorher erwärmen. Vielleicht um 10 oder irgendwas. Heißt, ich gehe jetzt noch eine halbe Stunde rum. In Hoffnung, dass ich dann doch nochmal irgendwie vielleicht doch ein paar Leute treffe, die ich kenne. Ansonsten laufe ich halt wieder alleine. So, ich habe ungefähr 10 Minuten am Klo angestanden. Dann nochmal 10 Minuten bei der Gepäckabgabe. Heißt, ich habe gerade mal 10 Minuten zum Aufwärmen. Mal sehen, ob es reicht. Bin hier auf jeden Fall in der Kirche, das heißt, vielleicht hat das ja irgendwas zu bedeuten, keine Ahnung. Wir sehen uns gleich am Start. Peace. Ja, willkommen in meinem Kopf. Nein, auf meinem Kopf. Wir sind ja nicht bei Being John Malkovich, also falls den Film jemand kennt. Wir sind beim Stadtwerke Lübeck Marathon 2025 und das war auch schon der Countdown. Es geht los. Wahnsinn, geil. Meine Kamera habe ich leider etwas zu weit nach oben gerichtet, das heißt, ich habe mich kontrolliert, daher ist das alles etwas verzerrt, aber egal. Darum geht es nämlich nicht, es geht um den Lauf. Die letzten 2 Jahre bin ich hier über die 10 Kilometer gelaufen. Dieses Mal ist es der Halbmarathon. Durch die wunderschöne Stadt Lübeck mit tausenden Gleichgesinnten, wie man sieht. Chaotisch, aber schön. Wir stürmen alle in Richtung Holstentor. Das Wahrzeichen der Stadt da hinten zu sehen. Das hier ist mein, ja, ich sag mal, letzter großer Lauf in diesem Jahr. Genau genommen ist das auch mein 4. Halbmarathon in diesem Jahr. Ja, wäre schön, wenn er mit einem Höhepunkt enden würde. Und so sieht das Holstentor übrigens von hinten aus. Auch schön. Wie gesagt, etwas verzerrt, aber naja, Anfängerfehler. Und hier sieht man auch, was dann auch so an Massen kommt. Die sind alle nach mir gestartet, also nach uns. Bin ja nicht alleine. Alle tausende Menschen, die machen alle mit für eine halbe Banane und ein Freigetränk. Also es gab noch so ein Corny dazu. Aber wie auch immer. Schon verrückt. Das war dann jetzt auch schon übrigens der erste Kilometer. PS 4 Minuten 19. Ging aber auch fast nur bergab. Wo wir vom Bergab reden, ich spule mal vor, denn gleich geht es wieder bergauf. Kurz nach der Frau mit dem Fahrrad, die uns da fast irgendwie umgefahren hätte, aber sie hat nachher noch kurz geklatscht, so als Wiedergutmachung quasi. Dankeschön. Schöne Altstadt übrigens, erinnert an Wismar, finde ich. Wer mal ein Video gesehen hat, in dem ich so durch Wismar laufe, den einen Tag, das hier ist sehr ähnlich. Also Wismar und Lübeck, beides sind Hansestädte, daher auch die Ähnlichkeit, finde ich. Also man erkennt das. Damals aus der, ich hätte fast Steinzeit gesagt, aus der Kogge-Zeit und so weiter. Es gibt halt Ähnlichkeiten bei den Hansestädten. Fällt schon auf. Und naja, das hier ist der kleine Berg. Immerhin 10 Höhenmeter. Ich habe erstmal nachgeschaut. Da kommt aber noch was Besseres, etwas später in dem Video. Und ja, durch die Verzerrung wirkt das irgendwie doch noch ein bisschen steiler, als es eigentlich war. Sprung da vorne. Das ist das Burgtor übrigens. 2. Kilometer, PS 433. Das lag am Berg. Ich werde jetzt nicht jeden Kilometer aufzählen, sondern nur so ab und zu mal. Am Anfang noch ein bisschen mehr, das wird nachher weniger. Und wir verlassen auch gerade die Altstadt von Lübeck. Wie gesagt, sehr schön. Grüße an alle, die da stehen, wenn ihr seht. Peace. Gleich sieht man so einen Typen, der verteilt Power-Ups. Also der war die letzten Jahre auch schon da und immer an dieser Brücke, immer an derselben Stelle. Legende.
Vielen Dank, liebe Grüße, wenn du das siehst, wer auch immer du bist. Du bist ein Held. Kilometer 5, PS 428 und die erste Versorgungsstation. Hier habe ich mein erstes von 3 Gels zu mir genommen mit einem leckeren Schluck Küstenwasser und ich habe den Müll natürlich fachgerecht und ordentlich entsorgt. Ich bin ja keine Sau. Ne? Kilometer 7, 428er PS, konstant. Und so langsam geht es in Richtung Tunnel. Einen großen Teil der Strecke hatte ich übrigens nette Begleitung. Ich glaube, er hieß Hauke. Der ist hier noch vor mir, aber den hole ich dann irgendwann ein. Wir haben jetzt nicht so irgendwie stundenlang gelabert oder sowas, aber wir sind eben ein ziemlich gutes Stück zusammen durch diesen Marathon gekommen. Am Ende war ich dann aber knapp 15 Sekunden vor ihm am Ziel. Nicht persönlich nehmen, wenn du das siehst. Liebe Grüße. Ja, kommt mal zum Tunnel. Ich blende mal direkt das Höhenprofil ein. Da sieht man, es geht steil nach unten, nämlich 38 Meter und dann irgendwann natürlich wieder hoch. Das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ich war also schon ein bisschen überrascht. Allerdings auch von der, naja, ich sag mal fast schon Disco, die da im Tunnel stattgefunden hat. Also Disco. Laute Musik und so, Licht, Sachen, Geflackere und tralala. Ich bin übrigens gerade dabei und hole mein Handy aus der Tasche, weil ich das filmen wollte. Obwohl ich die Kamera auf dem Kopf hatte, aber irgendwie, ich habe nicht daran gedacht. Und ich wollte das Ganze auch filmen und direkt nach dem Lauf teilen, weil ich teile ja gerne. Man sieht das da so ein bisschen mit dem Licht. In echt sah das natürlich viel besser aus, gerade auch, wenn man dabei war. Wie alles ist es echt live und in Farbe natürlich immer viel besser. Ich spule mal ein bisschen vor, weil das Ganze geht noch eine Weile. Da kommt nämlich gleich auch die Ausfahrt, besser gesagt, der Anstieg nach oben zum Ausgang, also wie heißt denn das? Zum Ende des Tunnels. Der Anstieg kommt jetzt hier nicht so rüber, aber es war definitiv anstrengend. Ich kann es sagen, weil ich war ja dabei. Und am Ende vom Tunnel sind wir dann hier auch schon bei Kilometer 10, 446er PS. Ich schiebe erstmal auf den Berg, also Hügel oder wie auch immer. Ich dachte in dem Moment, das hole ich nie wieder auf. Übrigens, wie man wahrscheinlich hört, ein bisschen erkältet habe ich mich bei dem Laufen, weil meine Stimme ist ein bisschen belegt. Aber keine Sorge, das geht weg. Ein Stück weiter kam mir dann der Pacer für die 90 Minuten entgegen. Ich wollte da nicht direkt mitziehen, aber ich wollte den zumindest also in grober Sichtweite haben, so als Ansporn. Also gleich von Anfang an bin ich so ein bisschen hinter ihm hergelaufen. Und ich hatte auf jeden Fall gehofft, dass jetzt irgendwann der Wendepunkt kommt. Weil schlau wie ich war, habe ich mir die Strecke natürlich vorher nicht angesehen. Obwohl, na, im Endeffekt wäre das jetzt auch keine große Hilfe gewesen. Ich beschleunige das Ganze mal wieder bis zu dem Wendepunkt, der erstaunlich, ich sag mal, wenig imposant war. Einfach mal so eine 180-Grad-Wendung irgendwo in einem Vorort von Lübeck. Und hier mal kurz zuhören. Schon geil, oder? Fremde Menschen in deiner Umgebung feuern dich an. Naja, nun geht's zurück und wie man sieht, da kommen noch einige Menschen und da noch mehr und noch mehr. Gute Motivation, wenn man sieht, dass man einige Schritte voraus ist, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, da kommt dann auch schon wieder der Tunnel, den überspringe ich mal, weil den kennen wir nun schon. Und ab zum letzten Anstieg, da sieht man dann etwas besser, wie steil das Ganze war. Und da kommen immer noch mehr Läufer, also waren ja auch genug am Start. Da ist die Feuerwehr auch lieben Dank an euch, dass ihr da wart und uns irgendwie beschützt habt. Ja, Kilometer 15, PS 4 Minuten 34. Das war der zweitlangsamste Kilometer. Danach habe ich mich dann aber noch ein bisschen angestrengt, weil ich hatte ja ein Ziel vor Augen. Und naja, Ergebnis kommt ja noch. Ich will das nicht vorwegnehmen. Von hier aus in so ungefähr 1 bis 2 Kilometern habe ich dann nochmal die Kamera in die Hand genommen. Ich wollte irgendwie mal gucken, ob ich überhaupt noch aufnehme oder ob ich überhaupt aufgenommen habe. Ich hatte das irgendwie scheinbar im Urin, denn ja, ich musste feststellen, die Kamera war aus. Ich dachte so, oh, scheiße, was nun? Kein Video vom Lauf. Die ging aber dann auch nicht mehr an. Das heißt, sie hat also irgendwas aufgenommen und der Akku ist einfach nur leer. Also mit Glück hatte ich halt irgendwas drauf. Ich wusste es ja nicht, aber ich habe es angenommen. Das war ja schon mal so ein bisschen so eine kleine Rettung. Da ich aber auch den Zieleinlauf haben wollte, habe ich dann einfach mein Handy aus der Tasche gepult
und dann zumindest die letzten paar Meter aufgenommen. Es folgen also gleich ein paar total verwackelte Aufnahmen. Die Qualität ist scheiße. Man wird seekrank, wenn man das anguckt, aber es geht um den Moment. Also von daher grottige Handyaufnahmen in 3, 2, 1. Ja, also wie gesagt, ich habe das Handy halt einfach irgendwie in der Hand gehalten, um einfach die geile Situation vom Zieleinlauf einzufangen. Das sind hier gerade die letzten paar Meter. Das war so genial. Man wird angefeuert, überall hört man seinen Namen von wildfremden Menschen. Das ist einfach nur geil. Also ich habe Gänsehaut, wenn ich mir das gerade mal so ansehe oder anhöre. Wahnsinn, man muss dabei gewesen sein. Und da ist auch schon das Ziel. Das war der Halbmarathon beim Stadtwerke Lübeck-Marathon 2025. Und die große Frage ist natürlich jetzt, habe ich eine neue Bestzeit? Ich würde sagen, wir schauen mal auf die Urkunde. Gott, bin ich aufgeregt. Stefan Krämer. 1 Stunde 33 und 15 Sekunden. Gesamtwertung männlich, 110. Platz. Altersklasse M45, 8. Platz. 1 Stunde 33. Ah, das ist so geil. Ich hatte ja dieses Ziel, Stunde 35, irgendwann. Und beim Laufen habe ich schon gemerkt, geht ganz gut. Ich habe zwar öfter mal auf die Uhr geschaut, aber nur so überflogen. Ich kann jetzt auch so mittendrin auch nicht rechnen beim Laufen. Von daher wusste ich nicht, was ich schaffe. Und der Pacer für die Stunde 30 war irgendwo auch weit weg. Aber jetzt so eine Stunde 33 ist ja schneller als die Stunde 35, die ich laufen wollte. Jetzt kommen die 2 Stundenläufer gerade rein. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich hoffe, dass diese Strecke im Tunnel irgendwie auf Video drauf ist. Ich habe es dann nochmal mit dem Handy aufgenommen. Aber ich glaube nur in Hochkant. Das heißt, falls ich jetzt mit meiner Laufkamera nicht drauf habe, zeige ich das jetzt hier mal nebenbei mit dem Handy aufgenommen. Wahnsinn, also so ein kleiner Rave irgendwie im Tunnel. Richtig gute Stimmung hier. Und da hinten auch, wo ich jetzt gleich mal hingehe, um zu gucken, wie das so läuft. So, ich bin wieder zurück in Wismar. Ich habe da nichts weiter gefilmt, weil das Ganze erstmal ein bisschen verarbeiten wollte, weil es war schon geil. Weil, also, das Ding ist ja, im August bin ich ja den Halbmarathon in Rostock mit 1 Stunde 39 gelaufen. Dann habe ich mir den Plan gemacht, ich möchte jetzt trainieren auf 1 Stunde 35. Zack, Oktober, Stunde 33. Es war so gut, deswegen hatte ich jetzt mal keinen Kopf frei für irgendwie. Ich musste erstmal alles ein bisschen ordnen, sortieren, weil der Stolz eben größer war als der Drang, irgendwas aufzunehmen. Ich wollte eigentlich auch dann noch meine Medaille gravieren lassen, aber es war so voll, das habe ich dann doch sein lassen. Wie man sehen kann, naja. Dann bin ich zum Bahnhof gegangen, habe mir was Leckeres zu essen geholt, bin mit dem Zug nach Hause gefahren und hier bin ich wieder in Wismar. Der Spuck ist vorbei. Das war mein letzter Lauf in diesem Jahr, aber der letzte größere Lauf. Ich glaube, es gibt noch irgendwie im Dezember, also zum Jahreswechsel, oh Gott, wie heißt das, Neujahrslauf oder irgendwas. Da mache ich noch mit, wahrscheinlich. Das sind 10 oder 12 Kilometer, aber halt nichts mehr in Richtung Halbmarathon. Das war einfach das Highlight des Jahres. Naja, und wie gesagt, oder wie auch gerade schon gesehen oder gezeigt, mit der neuen Bestzeit. Das ganze Ding war einfach grandios. Das Einzige, was mir jetzt nicht gefallen hat, war, dass die Kamera nach ungefähr 70 Minuten den Geist aufgegeben hat. Besser gesagt, der Akku war alle. Warum auch immer. Teste ich nochmal demnächst. Wenn nicht, dann muss ich mir was einfallen lassen, weil da kann ich ja keine kompletten Läufe filmen. Das ist irgendwie auch Quatsch dann. Ne? Aber na, mal sehen. Es ging ja nicht um die Kamera, sondern um den Lauf an sich. Und den habe ich beendet mit der super Zeit. Ich bin zufrieden. Organisation war auch wieder sehr geil. Es war wahnsinnig viel los. Tausende Menschen. Ich glaube irgendwie 2800 Anmeldungen waren da beim Halbmarathon. Und 1300 Männer, glaube ich. Oh, ich auf Platz 110. War schon nett. Also bin zufrieden auf jeden Fall. Gibt es sonst irgendwas zu erzählen? Also ja, Toilettensituation hatte ich ja schon mal ganz grob angesprochen. Das Gute ist natürlich, gerade weil es heute auch so kalt war,
Der Toilettensitz bei so was immer sehr warm. Das ist okay. Aber naja, normalerweise geht man ja vorher kacken. Noch irgendwas? Zeit habe ich erzählt. Es war toll. Es war toll. Ich bin wieder zu Hause. Das war's. Meine Uhr sagt jetzt, ich soll mich irgendwie 80 Stunden ausruhen. Muss ich mal gucken. Bin immer so ein bisschen unruhig und will immer gleich wieder irgendwas machen. Schaue ich mal, was es wird. Erstmal gehe ich nach Hause, mache mir mal was Richtiges zu essen und einen warmen Tee oder einen Kaffee oder irgendwas. Und dann schauen wir mal, was das Jahr noch so bringt. Oder was ich mir dann fürs nächste Jahr vornehme. Weil mein Ziel, diese Stunde 35, habe ich ja nun geschafft. Neues Ziel wäre Stunde 30, also 90 Minuten. Ob das jetzt realistisch ist, weiß ich nicht. Ich schau mal. Nase läuft. So, ja. Mein Arsch wird kalt hier vom Sitzen. Bin übrigens bei den Stadtwerken. Stadtwerke Lauf, Lübeck, Stadtwerke Wismar. Das passt alles sehr gut zusammen. Ja, so, danke für die Zeit. Ich muss mich jetzt verabschieden, weil ich habe vergessen, mich zu dehnen. Das werde ich jetzt schnell zu Hause machen, weil sonst habe ich morgen nämlich Krämpfe. Und das wäre scheiße. Also bis zum nächsten Lauf. Vielen Dank. Noch dran denken, bei 1000 Abos laufe ich den Hamburg-Marathon in Kutte. Also abonnieren, falls nicht schon geschehen. Peace.